Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Und heute geht es darum, wie individuell mit den Titanbestandteilen ein Instrument zum Klingen gebracht werden kann. Jetzt sind die 4 Sekunden hoffentlich die ich Pause machen muss. Da war er dann gut, wenn du gleich weiterredest. Also, wir haben in einem vorigen Video besprochen, warum man Titan und nicht jetzt Messing oder Stahlblech oder sonst was verwendet. Dann haben wir in einem weiteren Video die Unterschiede zwischen einem rein Titan und Titanlegierungen besprochen. Und jetzt kommen wir in einen hochinteressanten Bereich rein. Jeder weiß, dass jedes Instrument, jedes Streichinstrument sehr individuell ist. Das heißt, jedes Instrument hat dort oder dort Schwächen, dort oder dort Stärken, funktioniert besser oder schlechter. Wir haben eine gewisse Standardbandbreite, wenn es um Feinstimmer geht, die alle verschiedene Eigenschaften haben, wenn es um Wirbeln geht und. Jetzt kann man mit entsprechenden Messgeräten das Schwingungsverhalten von einem Instrument durchmessen und kann dann sehr, sehr genau in Kooperation mit dem Musiker das optimale Bestandteil auf ein Instrument aufbauen oder auffertigen. Nachdem wir ja alle Produkte da im Haus machen, können wir natürlich sehr rasch reagieren und auch sehr individuell reagieren. Das heißt, selbst wenn es irgendwelche Zwischenklanggrößen geben sollte oder notwendig wären für ein Instrument, ist es für uns herstellbar. Ja? Und dadurch sind wir in der Lage, dass wir wirklich jedes Instrument so optimieren können, was sich natürlich jetzt speziell bei teureren Instrumenten auszahlt, weil das natürlich schon mehr kostet, klar, weil es ja Einzelfertigungen dann sind. Und Gott sei Dank haben wir eine komplett ausgestattete Prototypenfertigung mit allen Maschinen. Das macht richtig Sinn, wenn man eben hochpreisige und hochwertige Instrumente für einen Musiker so optimiert, dass wirklich alles rauskommt, was drinnen ist und das Instrument möglichst dem Musiker entgegenkommt. Von der Spielbarkeit her, von der Klanggebung her, von der Farbgebung her, von der Modulationsfähigkeit her. Das sind lauter Eigenschaften, die die Musiker wirklich brauchen, und das können wir wirklich bieten. Und zwar sehr fundiert und sehr solid. Wir haben natürlich die entsprechenden Maschinen da, auch die Prüfmaschinen, wie eine Zugfestigkeitsprüfmaschine, weil gerade mit Titan kann man natürlich aufgrund der hohen Festigkeit sehr zart bauen. Ja? Damit kannst du das Material jetzt im Vergleich, jetzt einmal, wenn du ein Bauteil aus Stahlblech machst und aus Titan machst, ist der aus Titan schon annähernd halb so schwer. Wenn du ihn dann noch zarter konstruieren kannst, weil es die Festigkeit erlaubt, ja, dann wird er natürlich noch leichter und schwingungsfähiger. Das heißt, es sind da ganz viele Möglichkeiten, um ein Instrument, ein individuelles Instrument so zu optimieren, dass es ein möglichst befriedigendes Ergebnis bringt. In Wirklichkeit lassen Sie jetzt Instrumente, die sozusagen schon ein bisschen matt und müde sind vom Klang, lassen Sie brillant machen, und umgekehrt lassen Sie, Instrumente, die zum Beispiel schärfer oder metallischer klingen, durchaus in eine warme, runde und weichere Klangecke schieben. Ja? Also, ich bringe euch jetzt einmal ein Beispiel. Wenn man ein Instrument hat, das eigentlich mehr Power braucht, mehr Brillanz braucht und mehr Tragfähigkeit braucht, dann ist sozusagen diese brillante Standardvariante mit Sicherheit die richtige Wahl. Wenn man auf der anderen Seite ein Instrument hat, wie zum Beispiel viele französische Geigen, so einen leicht metallischen Charakter haben, dann ist diese wärmere und rundere Variante auch eine gute Wahl. Ja? Und diese 2 Varianten werden wir in Zukunft auch über unsere Homepage online verkaufen und versenden. Wenn man nicht genau weiß, in welcher Schlange dass man sich ausstellen sollte, ja, dann ist es sicherlich sehr gescheit, wenn man einen Termin ausmacht und in die Werkstatt herkommt. Wie gesagt, wir sind an sich ganz gut erreichbar und das macht schon einen Sinn. Ja. Speziell jetzt, wenn es hochpreisige Instrumente sind und der Verdacht da ist, dass man mit der Standardvariante sozusagen nicht weiterkommt, sondern wirklich diese individuelle Betreuung braucht, dann macht es wirklich Sinn. Ja. Also, ausschauen tut es so, dass wir mal 2 Standardvarianten haben, eins für den brillanteren Klang und eins für diesen runderen und weicheren Klang. Und dann gibt es natürlich sämtliche Abstufungen in
noch weicher, noch brillanter und alles dazwischen. Das ist dann wirklich für den individuellen Klang, der also für ganz bestimmte Instrumente, ich sage jetzt einmal für Persönlichkeiten maßgeschneidert ist und maßgeschneidert wird. Ja? Und die Ergebnisse werden wir dann auch in einzelnen weiteren Videos, wenn es jetzt zum Beispiel um die Geigen geht, um die Bratsche geht, um das Cello geht und um den Kontrabass geht, sehr gut veranschaulichen können, auch mit Klang- und Hörproben. Dann kann man sich leicht vorstellen, was passiert da wirklich. Ja? Und falls euch das schon mal passiert ist, dass ihr irgendwo ein Titan-Produkt gekauft habt und dann eigentlich nicht wirklich begeistert davon wart oder gar keinen Unterschied habt feststellen können, liegt es möglicherweise daran, dass ihr halt irgendeinen Ramsch gekauft habt, der nicht funktionieren kann. Wenn das so ist, schreibt es auch in die Kommentare rein, was das für ein Produkt ist, und wir werden natürlich dann auch dazu gern ein Video machen und das genauer analysieren, damit es auch verstanden wird von den Leuten, warum was nicht funktioniert. Wir wissen im Gegensatz schon sehr genau, was wir tun und auch warum wir das machen. Und wie gesagt, bei unseren Montagen ist es halt so, dass der Klang von der Klangfarbe von wirklich ganz brillant bis an ganz einen runden, warmen Ton komplett justierbar ist. Das heißt, man kann jedes Instrument individuell so einstellen, dass es dem Musiker am ehesten entspricht und wirklich eine dauerhafte, befriedigende Lösung darstellt. Das ist einzigartig, sagen wir es einmal ganz einfach. Also mit den Bestandteilen, wie wir sie herstellen und mit diesen vielen Variationen, die es gibt, lässt sich ein Instrument so einstellen, dass man wirklich alles, was drinnen ist, außerkitzeln kann und das richtig tunen kann zu einer Rennmaschine oder einem Rennpferd. Ja? Das ist der wirkliche Unterschied zu dem, was andere leisten können. Weil oft sind Musiker bei mir in der Werkstatt, die ein Instrument suchen, weil sie mit einem Instrument nicht ganz glücklich sind, brauchen aber in Wirklichkeit nur das eine oder andere an Bestandteil auf und haben ein absolut befriedigendes Ergebnis. Das macht richtig Sinn. Nicht nur, dass es ein Zehntel kostet wie ein eigenes Instrument bei dir, Ja. sondern gleichzeitig, wenn die Leute was haben, was einer taugt, was eher ein Instrument ist, Was aber es ist, eigentlich fehlt einem nur das und das. es leistet halt noch nicht das, was gerne hätte. Und das ist möglich. So, das war's für heute, das Video. Ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr was in die Kommentare reinschreiben. Wir werden versuchen, jede Anregung, jede Kritik ernst zu nehmen. In Wirklichkeit hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Da ist überlegen gewesen, ob man ein drittes Video macht, rein über die... Diese Videos habe ich im Internet so rein über die gefunden. Schau mal. Bist du deppert heute die Pappen-Siri, das ist ein Wahnsinn. Kann Du es sein? schaltest alles auf lautlos, nur Siri meldet sich dann zu Wort, wenn es nicht sein soll.